Also es ist ein langer Prozess, den ich da durchgemacht habe. Der ist insgesamt jetzt also wirklich bewusst mindestens 11 Jahre lang, 12 Jahre, seitdem ich mich damit so befasse. Reichsfeldmarschall Hermann Göring ist die Nummer 2 der NS-Hierarchie, direkt nach Adolf Hitler. Als Reichstagspräsident, Chef der Luftwaffe und Ministerpräsident von Preußen gründet er die Gestapo und richtet die ersten Konzentrationslager ein. 1941 beauftragt er die Organisation der sogenannten Endlösung, der Vernichtung der Juden. Bettina Göring und der Partner Adi leben jahrzehntelang in den Vereinigten Staaten, bevor sie schließlich nach Thailand umsiedeln. Oft sprechen sie lieber Englisch als Deutsch. Beide wissen nicht, ob sie jemals wieder in ihr Heimatland zurückkehren werden. Fahren Sie 140 Meter, dann links abbiegen in die Messingbergstraße. Geradeaus ist Altenhof. Abbiegen in die Messingbergstraße. Altenhofs geradeaus, 9 Kilometer. Ich mach mal das Navi aus. Ja, das nervt. Es ist nicht mehr viel zu sehen. Ja. Die Natur hat sich alles zurückgeholt. Das hatten ja damals auch alles gesprengt gehabt. Mhm. Ja. Und geht da eine Straße irgendwie hin? Es geht ein Weg hin. Hier, ach so. Wanderwege und also Waldwege. Man kommt da schon hin, aber nur laufen, ja. zu Fuß. Klingt nicht gerade vielversprechend. Im Wald findet man vielleicht noch ein Stück Beton, das aus dem Boden ragt. Mehr ist da nicht. Es interessiert mich nicht sonderlich. Als mein Vater starb, habe ich seine ganzen Sachen sortiert. Dabei habe ich ein altes Foto von Hermann Göring entdeckt, als er noch schlank und gut aussehend war. Als ich die Ähnlichkeit sah, war ich geschockt. Ich habe das Foto zerrissen. Ich dachte nur, oh, ich sehe ja aus wie er. Er hat dieses riesige Anwesen Karin-Hall errichten lassen, als Mausoleum für seine erste Frau. Karin starb 1931 und er hat sie sehr geliebt. Göring hatte eine sehr pompöse Art. Er war ein richtiger Angeber. Er hat 5-mal am Tag seine Uniform gewechselt und lud alle möglichen Prominenten zu sich ein. Es gab einen kleinen Zoo. Alles war völlig übertrieben. Man sagt ja auch Morphiumsüchtigen nach, dass sie unter Anfällen von Größenwahn leiden. Das passt. Er war ja ein Junkie. Hermann musste sich etwas beweisen. Sein Patenonkel von Eppenstein hatte ein paar kleine Schlösser und ebenfalls einen Hang zum Pompösen. Für Hermann war er ein Vorbild, deshalb baute er sich auch ein kleines Schloss. Von Eppenstein hatte eine Affäre mit Hermanns Mutter. Er mochte und unterstützte Hermann. Er war sein Patenonkel. Sein Vater war Halbjude. Hermann wollte ihm nacheifern. Einem jüdischen Mann? Welche Ironie. Von Eppenstein. Ja. Ich bin nicht so interessiert an Hermanns Leben. Mich interessiert, welche Berührungspunkte es mit meiner Großmutter gibt. Sie hat in ihre eigene Familie eingeheiratet. Hermanns Bruder, meinen Großvater. Hermanns Vater Ernst war Kommissar in Afrika. Er hatte 2 Frauen, mit denen er jeweils 5 Kinder hatte. Nachdem seine erste Frau gestorben war, heiratete er die Frau, die sich um seine ersten Kinder gekümmert hatte, die Gouvernante.
Die Mutter meiner Großmutter ist eines jener ersten 5 Kinder. Das erste Kind der Gouvernante mit Ernst ist dagegen mein Großvater. Meine Großmutter heiratete ihren eigenen Onkel. Auch Hermann war ein Onkel von ihr. Mein Vater hat gerne gewitzelt, dass ich meine eigene Tante bin. Wir müssten gleich den See erreichen. Siehst du das? Gibt es in Deutschland private Seen? Ja, die gibt es. Und was nun? Wie weit wollen wir noch gehen? Um den See sind es 12 Kilometer. Lieber nicht. Vom vielen Laufen werde ich müde. Von meiner Großmutter habe ich gehört, dass sich selbst Hermann neben Adolf machtlos gefühlt hat. Alle haben sich voll in seinen Dienst gestellt. Es war wie eine Religion. Und Hitler war der Messias. Deshalb waren die Nazis nicht religiös, denn sie waren ihre eigene Religion. In der heutigen Zeit kann man sich diesen Wahnsinn gar nicht mehr vorstellen. Du etwa? Nein. Hör doch mal, wie Hitler redet. Wie kann man diesem Typen überhaupt zuhören? Er war eine Witzfigur. In ihnen zugleich eine lebendige Verpflichtung. Sieg heil! Hier, Karin-Hall. Vielleicht ist das alles, was übrig ist. Er hat sich einen schönen Ort ausgesucht. Lauter tote Bäume. Die sind fast hin. Das könnte ein Fundament sein. Und vielleicht auch nicht. Hier sind nur ein paar Teile des Fundaments. Alles wurde zerstört. Er wollte nicht, dass es in die Hand des Feindes fällt. Als die Russen näher kamen, hat er es in die Luft gejagt. Oder jagen lassen. Zumindest die Landschaft hat sich davon erholt. Wundervoll. Es ist schön, dass sich die Natur diesen Ort zurückerobert hat. Es ist wieder sehr ursprünglich. Es gibt viele Familien mit einer faschistischen Vergangenheit, aber sie setzen sich nicht damit auseinander. Ich arbeite schon lange daran und kann meine Vergangenheit allmählich akzeptieren. Es ist so schizophren. Wie kann man jemandem vergeben, der so schreckliche Dinge getan hat? Und doch muss man genau das, wenn man weiterkommen will. Also wir in den 60ern waren ja auch Idealisten oder sind es. Und wir haben die also verurteilt ohne Ende. Die ganzen Leute in der Zeit, die Nazis und alles und unsere Eltern, unsere Lehrer.
Alles, was davor kam, so ungefähr. Kind mit dem Bart ausgeschüttet. Ich musste das einfach über mich selber, um selbst gesund zu werden. Das war wie so ein Cancer, der so in mir gegessen hat, ne? Wie so ein Krebsgeschwür. Und ich musste das aufmachen. Also diese Urteilung, diese Moralurteil. Und dann mal gucken, was war da eigentlich los? Wie war das für die? Wie kamen die dazu? Und das heißt nicht, das darf man nicht damit verwechseln, dass man da sagt, die haben nichts Schlechtes getan. Haben sie. Oh, das ist ganz klar. Das war viel einfacher da unten. Ah ja, schau ich, was du das hier hast. Sei vorsichtig beim Filmen. Und da fragen mich immer die Leute, wann hast du zum ersten Mal gehört, dass dir klar wurde, wo du herkommst, bla bla bla. Das war zur gleichen Zeit, wo wir in eine neue Wohnung gezogen sind. Meine Oma kam dazu, die Großmutti, die von der Göring-Seite. Und da gab es diese Dokumentation, die mittlerweile alle deutschen Kinder gesehen haben müssen. In Dokumentation, als sie da in Auschwitz, die Russen oder Engländer oder Amerikaner haben da das befreit und haben da die ganzen Leichen gefunden. Fürchterlich. Ich kann mich noch gut erinnern und es war fürchterlich. Und sie saß im Fernsehzimmer und mein Bruder und ich und sie hat gesagt, das ist alles Lüge. Und hat da also das total denied. Mein Bruder ist ein Jahr älter, 1,5 Jahre älter. Und der hat ihr einen Holzschuh an den Kopf geworfen als Antwort. Und da habe ich ihn noch davon abgehalten, weil ich fand das auch nicht toll. Weil für mich, alte Frau, sowas macht man nicht. Also da geht es zu weit. Ist ihr erster Mann früh gestorben. Sie hatte 3 junge Kinder. Sie musste also irgendwie durchkommen und da kam Hermann ins Spiel und hat ihr unheimlich geholfen. Er hat keine Probleme gehabt, da Massenmord zu begehen, aber für seine Familie hat er alles getan. Also er hat sie zu sich genommen, als der Ehemann gestorben ist in Berlin. Und da haben wir jetzt gehört bei dem Research, dass sie ihm den Haushalt erstmal gemacht hat. Also er glaubt, er auch ihr helfen wollte. Und hier ist was Wichtiges, die Karin ist gestorben und der Karl ist gestorben. Karl und Karin, fast zur gleichen Zeit. Ne? Der Frau von Hermann, Mann von Großmutti, und das hat die wohl auch zusammengebunden. Ne? Jedenfalls, ich weiß das von der Geschichte von meinem Papa, deshalb hat er sich auch so schizophren gefühlt, weil für ihn war er wirklich der super gute Patenonkel. Er hat sich um die gekümmert ohne Ende und der hat da seine Ferien, haben die in Karin-Hall verbracht. Ne? Da hatte er ein kleines Motorbike da mit 2 Sitze für Beiwagen, wie ist es? Beiwagen. Dass er mit seinem Bruder da mal in ihren Ferien von der Napola dahin fahren konnten. Ne? Jedenfalls, da fingen so die Konflikte richtig an zu brodeln. Wie alt war ich? 13. Da hatte ich diesen Fight mit meinem Vater und bin abgehauen. Und es ging um die Göring-Geschichten. Da habe ich ihn angeschuldigt, weil er hat ja nie viel gemacht, ne? Dass er sich bedienen ließ, dass er sich wie ein King da benimmt und alle Leute ihn bedienen und dass er sich auf seinen Göring-Lorbeeren wie heißt das? Ausruht, thank you. Und das hat ihn also so zur Weißglut gebracht, dass man weiß ja als Kind, was man machen kann, ne, um die Eltern verrückt zu machen. Und da hat er mir mit seinem Göring-Siegelring eine runtergehauen, aber wie, ne, sodass ich also richtig geblutet habe. Und er hat mich ja nie gehauen, also von daher war das schon eine größere Sache.
Und dann habe ich ihn verprügelt und bin weggelaufen. Doch, ich kam dann ja zurück. Nach einem halben Jahr bin ich immer wieder aufgetaucht. Ich hatte dann schon meinen eigenen Platz, aber dann kam ich immer wieder zu Besuch. Als ich Deutschland verlassen habe, da war ich 19, das erste Mal. Ich bin mit einer Freundin nach Mittelamerika, Mexiko, gefahren. Ich glaube, das war zu der Zeit, wo ich an meinen Vater kurz darauf, ich habe da ja so, es war auch schon Vergangenheitsbewältigung, habe ich da diesen Brief geschrieben. Also es ging um Vergebung, ich ihm vergeben, so ungefähr, für seine Familie und für meine. Hm? Aber ich weiß dann, später hat meine Mutter mir erzählt, dass er den Brief immer in seiner Brieftasche am Herzen getragen hat. Das hat mich sehr bewegt. Ich bin dann, habe das ausgedehnt, ein Jahr und wollte eigentlich da bleiben und da Medizin studieren. Ich war da bei einer Familie, musste ich warten auf Geld, weil das war ja alles nicht geplant. Ich hatte bei meinem Bruder ein bisschen Geld gelassen. Da habe ich zum ersten Mal Ex-Nazis kennengelernt. Weil die ganzen Leute, diese Familie aus Honduras wollte mir was Gutes tun und hat mich den ganzen Deutschen da vorgestellt, die da lebten. Und diese ganzen Deutschen waren zufälligerweise nach dem Krieg nach Honduras gekommen. Das hieß natürlich, dass sie Ex-Nazis waren. Und dann war ich jetzt in dem Dilemma, die waren eigentlich sehr nett. Aber trotzdem waren sie Nazis. Ne? Und dann bin ich weitergefahren nach Nicaragua, da war gerade schlimme Sache nach 40 Jahren Somoza-Regime, alles in Aufruhr, an jeder Straßenecke Maschinengewehre und das hat mich auch sehr in Aufruhr versetzt. Auch habe ich auf der Reise ganz viele Ex-Leute aus Chile getroffen, die seit dem Putsch geflohen sind. Also es war so nah, dieser Faschismus auf einmal. Ne? Also, und da bin ich etwas ausgerastet danach. Das war meine erste Episode und das konnte ich irgendwie nicht verkraften. Ich glaube, ich hatte eine manische Episode, weil ich konnte nicht mehr schlafen. So hat sich das ausgewirkt. Ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Und damals haben die alles schizophren genannt. Ich glaube, die wussten überhaupt nicht, wo. Jedenfalls habe ich da am Ende Elektroschocks bekommen und das war sehr schwer, davon mich wieder zu erholen. Das hat unter anderem den Effekt, dass man seine Erinnerung verliert. Das hat also Jahre gedauert, bis die ganzen Erinnerungen wieder zurückkamen, wie ich überhaupt dahin kam. Bin ich nach Deutschland zurück, also die haben mich nur rausgelassen, indem sie mich direkt ins Flugzeug gesetzt haben und zurückgeschickt. Das hat mir schon sehr geholfen. Ich hatte dann nochmal 2 kleinere Episoden und das letzte Mal war in Deutschland. Dann war meine Mutter war da, meine Käthe-Mom kam zu Besuch, mein Onkel Siggi kam zu Besuch mit Nüssen vom alten Baum aus der Lahnstraße. Also da hatte ich die Unterstützung, während ich, weil der ist da gerade gestorben. It was like being a child again. Huh? Ich konnte ja wieder Kind sein. Ne? Unsere Generation, die da alle möglichen Therapiesachen macht, das war. Und mein Papa hat geraucht wie verrückt. Wie verrückt. Das sagen alle, die wir jetzt interviewt haben, die ihn kannten und mochten, sagen, da war eine einzige Rauchwolke. Das muss man erst mal sehen. Die ganze Generation hat nicht über ihre Probleme geredet. Es war tabu. Was die gemacht haben, die Therapie war Valium, Rauchen, Alkohol. Und es war so gelaufen, nicht mehr drüber reden, war schlimm genug.
mal, für unsere spezielle Freundschaft ein ganz spezieller Kuchen mit goldenen Fäden. Oh mein Gott. Das verbindet alles so. Real gold. She comes up with stuff. Unbelievable. Du machst Sachen. Und der Name von dem Zeug, gibt es einen französischen Namen, den können wir aber nicht richtig, oder der holländische. Nee, Französisch, aber auf Deutsch heißt es Krachen im Mund. Das knackt nämlich im Mund, wenn man es isst. It's exciting to try. Ja. Ist das nicht schön? Ja, muss komplett rein, dann kracht's richtig. Komplett rein, es gibt bloß eine Sauerei. Ist das nicht toll? Innen mit Sahne? Super. Und jetzt kracht's, hörst du? Jetzt kracht's. Ja. Wie hieß es nochmal? Kracher im Mund. Jetzt komm, sonst kommst du ins Heim. Jetzt, wie heißt es? Auf Englisch? Französisch. Croque-Bouche. Croque-Bouche. Die wollten unbedingt Karin Hall finden. Und wussten nicht genau, wo es ist. Ja. Haben uns da rumgefragt. Pontius bis Pilatus und haben es tatsächlich dann gefunden. Ein Stein, wo Karin Hall draufsteht am Anfang. Ja, am Anfang. Und sonst nichts gefunden? Nee, das ist alles, was da ist. Alles überwachsen. So schön, finde ich toll. Ja, das ist auch was Ich finde, es war das Beste an der ganzen Sache. Weil Nature claimed it back. Das ist so eine verrückte Geschichte sowieso, was da alles gelaufen ist. Und dass das alles von wunderbarer Natur überwachsen war die beste Geschichte. Aber das ist ja nach wie vor sehr aufreibend, auch für dich, jetzt so mal wieder einzusteigen in deine Geschichte. Also das war mir ein bisschen viel gestern da mit diesem Karin Hall, weil da sind so viele komische Geschichten, es ist so schräg, ne? Auch diese ganzen Exzesse von dem Hermann, das interessiert mich auch nicht so, weil der war so exzessiv, ne? Mit seinen ganzen super pompösen Geschichten, die er da gemacht hat. Und da gibt es so einen Bericht, wo am Ende des Familientreffens die alle zum Wannsee rausgehen und dann erscheint am Horizont dann ein Boot und es wird größer und größer und es wird die Yacht und die Karin 2 erscheint und legt sich neben das Boot, auf dem die dieses Fest hatten. Ja. Und dann der Reichsmarschall, war glaube ich schon zu der Zeit. Unglaublich, das ist so pathetisch. Tritt dann aus der Kajüte heraus. Was sind die Zeit? Also wie das so ist es geschrieben, ne, auf diese Art. Also du kriegst pathetisch in einem super Stil, der uns dann beglückwünscht zu unserem Familientreffen und also und wir sind alle so beglückt von diesem Moment der Herrlichkeit. Also es ist kaum auszuhalten. Da kriegst du zuckerkrank, wenn du das liest. Da kriegst du Diabetes auf der Stelle. So schnäuzig ist das. Da habe ich einen Bericht gefunden von dem General, der ihn verhaftet hat. Tatsächlich, der hat ihn selber den Bericht geschrieben. Und dann hat der General gesagt, mit ihm waren eben seine Frau, seine Tochter und seine Nichte. Und die Nichte in der Zeit kann nur... Schwägerin. Nichte oder Schwägerin. Das ist ja beide, ja. Ja, beides kann also nur die Großmutter von ihr gewesen sein. Ja. Ist dann, also ist auch wieder spaßig, ganz witzig. Die haben ihn dann versucht, in ein Kleinflugzeug zu pferchen. Da hat er auch sehr lustig geschrieben, hatte we had a lot of trouble to get him into this airplane, but somehow we managed. Göring hatte nicht die geringste Ahnung, dass er überhaupt als Kriegsverbrecher behandelt wird. Er dachte, er hat nämlich den General noch gefragt, ja, wenn ich jetzt Eisenhower treffe, soll ich da einen Zierdolch oder einen Zierdegen tragen? Und dann hat er ihm gesagt, du wirst den Eisenhower aber nie treffen. Denn du wirst wahrscheinlich als Kriegsverbrecher angeklagt. Das war ihm also aus allen Wolken gefallen. Das hätte er also nie erwartet. Der dachte, wird als Offizier, eben unter Offizieren, wird er mit Ehren und Würde da aufgenommen, wie das so üblich war früher. Also so eine ne? Verkennung auch der Realität oder der Situation. Also wie hat sich das Die haben ja anscheinend immer noch gedacht, sie würden da was Tolles machen. Ja. Unglaublich, ne? Aber auch so fremd, also der Situation so entfremdet zu sein. Ja, völlig, ja. Und er hat ja auch noch, nachdem er dann zum Tode verurteilt war, der sagt, ja, ich akzeptiere das Urteil unter einer Bedingung, dass ich erschossen werde. Wie das sich gehört für einen Offizier. Ne?
Also ehrenvoll oder ehrenvoll als Kriegsteilnehmer. Aber dass er gehängt werden sollte wie ein gemeiner Verbrecher, das war ihm zu viel. Und da hat er sich dann das Gift besorgt. Ne? Und wie ist das für dich, wenn du da jetzt immer so einsteigst wieder? Das sind ja also immer so. Manchmal komme ich mir vor, als ob ich im Geisterland bin. Ne? Also gestern zum Beispiel. Ja? Und wenn da diese ganzen, das sind zum Beispiel, was die da wieder erzählt haben von Karin Hall, diese Exzesse, die da gelaufen sind, denke ich mir, oh Gott, da willst du überhaupt nichts mit zu tun haben. Ne? Also wie so auch so entfremdet von dir selbst. Ja, das hat also ja auch mit mir überhaupt nichts zu tun. Ja, eben, das wird nur an dich dran gehängt. Kannst du eigentlich mit so einer Geschichte auch leben, die an dir dranhängt, die nicht du bist, sondern die an dir hängt. Genau. Und dann ist natürlich nett, mal sowas zu hören wie Albert oder so. Ja. Ne? Aber gleichzeitig sind die alle weit weg. Ne? Natürlich. Und auch er. Ne? Aber es ist angenehm zu hören, da gab es auch mal einen guten. Ne? Also es sind nicht nur. Es tut dann gut, ja. Ja, es tut gut, ja. Und dann halt die andere Seite, die für mich halt so irgendwie so der Lernprozess dann trotzdem zu akzeptieren, dass ein Teil dieser Familie ich eben auch bin. Ne? Ja. Das ist halt die andere Seite und das irgendwie zu akzeptieren, das ist, finde ich, ist die Heilung als solche und es ist auch sehr schizophren. Ja. Absolut. Der heimliche Held der Göring-Familie ist Hermanns Bruder Albert. Familienchroniken zufolge verachtet er den Faschismus. Er rettet zahlreichen Juden das Leben und greift dabei sogar auf die Beziehungen seines Bruders Hermann zurück. 1944 wird er von den Nazis zur Fahndung ausgeschrieben. Aber schließlich wird er wegen seines berühmten Namens von den Alliierten verhaftet. Seinen Bruder Hermann trifft er erst im Gefängnis von Augsburg wieder. Dies ist das letzte Mal, dass sich die beiden begegnen. Hermann wird nach Nürnberg überstellt. Die Nürnberger Prozesse sind das erste Verfahren gegen die Hauptkriegsverbrecher eines souveränen Staates. Vor der Vollstreckung seines Todesurteils nimmt sich Hermann Göring das Leben. Es ist lange Zeit überhaupt, weißt du, in meiner Jugend ist das ja wie Stillstand gewesen. Wir hatten die alten Nazis als Lehrer. Genau, wir auch noch. Und du auch noch. Du auch noch. Und ich weiß das nur von meiner Mutter, dass sie immer wieder an Ereignissen oder an Ausgrenzungsgeschichten daran sozusagen wie erkannt hat, dass es wieder so ein alter Nazi. Ja, also der so dieses Gedankengut hat, wir Kinder haben das gar nicht so mitgekriegt. Ja, genau. Wir Kinder haben das gar nicht mitgekriegt. Oder ich damals in den ersten Klassen. Und erst viel später ist es gekommen und jetzt muss es kommen. Denn die nachfolgende Generation, also unsere Kinder, kümmern die sich darum. Also die sind in ihrem Berufsleben, die sind in ihrer Biografie. Wir wissen das gar nicht mal, weil die gar nicht so drüber reden. Und insofern sind die Wunsch, sich zu absentieren, zu sagen, ich bin nicht verantwortlich. Ja, ich gehöre der wird da einerseits von der alten Generation, also von unserer Generation. Ich war ja nicht dabei. O-Ton Kfz-Meister. Dafür kann ich doch nicht. Und das andere, was ich ja immer noch so erinnere, ist, wie die Eltern ja dieses vor uns verborgen haben. Ja, die Doppelbödigkeit, die war eben dann so, man sagt Schlagsahne auf den stinkenden Fisch, nicht? Und dann that's a good one. Es war schwer, sich wieder fortzubewegen, wiederzukommen, bis dahin, dass du im Grunde rausgeflogen bist. Also wenn du wieder so bist, und Felix hat das einmal mitgekriegt bei meiner Mutter, wenn die dann, als es etwas nicht ausgehalten hat, an Fragen, hat sie gesagt, Bärbel? Also, weil Barbara und zu Hause heiße ich Bärbel. Bärbel? Also ganz hoch. Ich bin hier die Chefin. Ich bin hier die Chefin. Hier ist Mutter und du bist Du musst dich benehmen wie ein Kind. Also, obwohl ich erwachsen war. Ja. Bärbel? Und irgendwann mal, Bärbel! Jetzt ist aber Schluss. Das ist jetzt ist Schluss. Meine Freundin sagt immer, Citizen of the World, ein Weltbürger. Ich
möchte einen Weltpass, bitteschön. Dann hatten wir eine Landkommune, die gerade anfing und da habe ich dann dran teilgenommen für 1,5 Jahre. Das war ein tolles Experiment. Damals haben viele von uns das gemacht, 70ern kam so meine nächste Episode. Ein paar Leute davon sind nach Pune und haben Sannyas genommen zu Osho oder damals Bhagwan. Und wollte ich eigentlich erst gar nicht hin. Und dann bin ich aber dort doch gelandet und war auch gut so. Und war dann in dieser Szene so für 6 Jahre oder so. War eine gute Zeit. Das hat mich auf den Boden gebracht. Ich habe da gearbeitet fast die ganze Zeit. Also andere Leute waren da lange und haben halt nur rumgehangen und sind zu den Lectures gegangen und haben Dope geraucht. Und ich wollte immer nur arbeiten. Und das ist für mich schon immer so gewesen. Arbeit hat mich auf den Boden gebracht. Da habe ich Backen gelernt. Ich liebe Backen. Ich habe auch davor schon ganz viel gebacken. Ja, habe ich Croissants ohne Maschine, ohne Kühlschrank, mit schlechter indischer Butter. Das war toll. Ich habe Elektriker gelernt in Pune. Oder Ashram-Elektriker. Mit solchen Leitungen wie hier oder noch schlimmer. Indian Electric kannst du dir vorstellen, dass das also etwas fortgeschrittenere Ausbildung war. Ich bin ja noch so jung gewesen, ich hatte noch gar nichts und bin da gleich rein. Ich glaube, ich war 23 oder so. Du warst ein bisschen älter, auch nicht viel älter, ne? 26 war ich, ja. Dann waren wir in Amerika, da kannten wir uns noch gar nicht. Und jetzt ging es erst mal darum, wirklich in Amerika anzufangen, von nichts. Kannst du ja mal erzählen, witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Ich bin nach LA, nach Los Angeles geflogen und wollte Freunde besuchen. Die sagten, ja, ruf an, wenn du unten bist und wir holen dich ab am Flughafen. Und dann kam ich da an und habe angerufen, aber niemand hat das Telefon beantwortet. Dachte ich, wen kenne ich denn noch? Da waren noch Freunde, die waren in Orange County, in Laguna Beach, das ist in Orange County. Die angerufen, sagten, ja, aber wir haben gerade Gäste hier, wir haben also ein Dinner und so weiter. Nach LA fahren wir bestimmt nicht, aber wir würden dich vom John Wayne Airport abholen, wenn du dahin findest. Bin da hingefahren, es dauert auch nicht lange, es war eine Stunde oder so. Und dann haben sie mich tatsächlich da abgeholt und zu der Dinnerparty mit zu sich nach Hause genommen. Und da war dann Bettina. 2 Sachen hat sie gleich erwähnt. Am ersten Abend, erstens war ich also mehrmals in der Nervenklinik. Stört dich das? Habe ich gesagt, warum soll mich das stören? No problem, da habe ich auch das schon mal gearbeitet. Ich habe ja da schon mal gearbeitet, also ich kenne mich damit aus. Und dann als nächstes sagt sie, ja, und dann da ist noch was. Also ich bin also eine Göring. Dann sage ich, eine Göring, also so wie Namen, ja, und dann eine richtige Göring. Also nicht mit H Göring, sondern richtig Göring. Naja, dachte, naja, das ist ja interessant. Ja, damals war es noch so, dass ich das viel Leuten also in so Situationen erzählt haben. Das ist so eine Art Mea culpa. Interessante Reaktion, als wir das erste Mal zu meiner Mutter fuhren nach Berlin. Und die war also interessant. Die erste Frage war, kennst du die Edda? Also an sie, du kennst du die Edda? Und der Göring, ja, den haben wir ja eigentlich alle gemocht. Da habe ich also auch geguckt. Ja. Der Göring war beliebt, der war beliebt. Ja, der war beliebt. Wir haben Witze über den gemacht, aber eigentlich war er beliebt. Ja, ja, ist true. Und das war interessant. Das stimmt auch. Der war der beliebteste von allen Nazis im Volk, weil er irgendwie der Prinz Charming war, menschlich aussah, er sah übermenschlich aus, fett natürlich, aber... Ja, eben, das war auch menschlich, ja. Du musst ihn mal vergleichen mit Himmler, also die Hässlichkeit selbst. Goebbels. Goebbels, den haben sie den Teufel genannt, weil er ja hinkte auch noch. Ja. Ja, ja. Und Adolf selbst war ja auch nicht unbedingt die Schönheit, das arische Vorbild. Osho hat sich ja damit gebrüstet, damals in Pune, ne, als er erfuhr, hat er sich öffentlich gebrüstet, wie in seinem Overstatement, einem übertriebenen Maße. Also ich habe die Kinder von Göring, Goebbels und von Hitler hier. Als ob Hitler hätte gleich noch einen mit reingeworfen. Ne? Ja, das spielt typisch, ja und keine Goebbels Rolle. Auch noch. Aber die meisten, die zu ihm kamen zu der Zeit, waren Deutsche, Juden und Japaner. Tata, ja.
Und da haben wir uns ja auch alle wiedergefunden. Täter und Opfer, nicht? Täter Das spielte und Opfer. eine große Rolle in den Therapie. Ich habe ja unheimlich viele Therapiegruppen machen müssen. Und da spielt es immer eine große Rolle. Also wir Deutschen mussten immer die Nazis spielen. Und die meisten Therapeuten waren Jewish. Und die Therapeuten waren Juden. Und wir mussten dann also marschieren, möglichst in den Gruppen, möglichst nackt vor der ganzen Gruppe, im Sturmschritt. Und dann wurden wir mit Kissen beworfen und verprügelt für Nazi. Obersturmbandführer wurden wir genannt und so. Das waren die Encounter Groups. Also die haben das natürlich aus einem rausgebracht. Ne? Und dann irgendwann hattest du genug und dann hast du zurückgeworfen und dann geschlagen und dann ging die Prügelei los. Es war total volontär, ob man diese Gruppen gemacht hat. Aber ich habe diese selbe Gruppe ein paar Jahre später gemacht und das war schon ganz anders. Das war alles damals Avantgarde, die am weitesten entwickelsten Gruppen, die es in dieser Zeit gab. Mittlerweile ist das alles Mainstream. Ja, aber als wir das damals gemacht haben, war das verrückt. Jedes Jahr oder jedes zweite Jahr bestimmt in Deutschland. Als wir uns kennengelernt haben, ganz bestimmt. Und jetzt waren wir mal interessant, wo wir diese ganzen Familiengeschichte da aufgearbeitet haben. Wir waren das meiste in Deutschland am Stück, 2,5 Monate, glaube ich. Oh, das ist interessant. Die 13 gilt im Judentum als Glückszahl. Lucky. Das ist Kunst. Man sieht darauf ein Paar und hinter ihnen hängt ein Foto von Auschwitz oder Dachau. Jeden Tag blicken sie in ihrer Wohnung darauf. Wie schrecklich. Sie sind 86 und 78. Wow. Tja. Ich kann es mir kaum ausmalen. Sie mussten neu anfangen. Es ist eine Sache, ein Opfer zu sein. Die andere ist, wieder zu sich selbst zu finden. Viele leben ihr Leben einfach weiter und verdrängen alles. Das machen die meisten so. Sie sprechen nicht darüber. Nur die wenigsten stellen sich. Es ist sehr schmerzhaft, das jeden Tag zu tun. Es fällt so schwer, aber wer kann sagen, wie man mit diesem Dilemma umgehen soll? Sie haben vielleicht ihre gesamte Familie verloren. Es ist schrecklich. Ich kann nur sagen, das ist das Heute. Das ist die Gegenwart. Das bin ich. Ich wünsche Ihnen alles Gute und es tut mir leid. Vergeben Sie meiner Familie und danke, dass Sie mir zugehört haben. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann nicht ändern, was geschehen ist.
Die Entscheidung, kein Kind zu haben, ist ein wirklich großes Thema und ich kann es nur anschneiden. Das war schon mal ein Grund, ne? Diese ganze Inzucht, das nicht weiter zu betreiben und dann noch mehr Kinder von dieser Linie da das war in die Welt zu setzen. Das war ein Argument. Dann gab es natürlich das Argument, es gibt zu viele Leute auf der Welt. Na gut. Dann aber, als ich nach Pune kam, waren die alle, das war, was alle machten. Vasektomie, Tubes teilen. Mein Bruder hatte es gerade gemacht, als ich hier angekommen bin, oder kurz darauf. Ich glaube, hatte schon. Und das war mir zu viel. Also ich wollte das nicht von Peer Pressure machen. Ich habe gewartet, bis ich aus der Kommune rauskam und dann noch mal 1-2 Jahre. Als ich dann viele, viele Jahre später mit Ruth diesen Prozess gemacht habe, diese Encounter Group, die wir da in Bloodlines gemacht haben. Und sie hat mich gefragt, warum hast du das gemacht? Und dann sagte sie, oh, vielleicht wolltest du auch nicht diese Linie weiterführen. Und ich sagte, ja, das stimmt schon, da ist was dran. Ne? So muss man, kannst du ja selber erzählen, er wollte nie Kinder haben. Auch schon, als ich wieder welche wollte. Und als Bettina dann schwanger wurde, oder? Ah ja, das ist ja auch diese Sache, ist ja nach der Sterilisation passiert. Das Wunder. Ja, ja. Das war toll, ne? Das fand ich toll. Denn ich hatte ja nie den Wunsch, Kinder zu haben. Auf einmal kam es, nachdem wir zusammenkamen. Nie davor. Auf einmal habe ich nur noch Kinder gesehen. Und dann wurde ich schwanger. War toll. Ja. Wollte ich dann auch haben, ja? Er nicht. Nicht, aber es war dann ein Punkt, an einem gewissen Punkt war dann, dachte er, ja, wenn es dann sein soll, okay, dann ist okay. Also nicht abtreiben war nee, das in dem Fall nicht. Das war klar, wollte ich auch nicht. Dann war ich schon an den Punkt gekommen, wo ich sagte, na okay, dann machen wir es. Dann ist es aber nicht passiert. Da habe ich eine Miscarriage gehabt, wie heißt das auf Deutsch? Fehlgeburt. Fehlgeburt, ja. Furchtbare Geschichte, furchtbar, wünsche ich niemandem. War super traumatisch auch, ja. Oh. Und dadurch, dass sie also ziemlich depressiv wurde danach, das war es also für unsere Beziehung schon ganz schön. Ja, man ist so high, schön ne? Heftig, von der Pregnancy. Jedenfalls mir ging es so gut. Ich fand es so toll. Als es dann wegging, ich habe ja dir erklärt, ist so devastating. Man hat so eine große Hoffnung. Ne? Und ich glaube auch, da sind dann so die Seelen, die sich da, wir sind natürlich, denken ein bisschen indisch, die sich da inkarnieren wollen. Und die sind schon um einen so rum. Ne? Und auf einmal, puff, vorbei der Traum. Ja, das war hart. I mean, you can't do it all because when you sell 20 more boxes, when there's not enough space, like in this place, they have this kind of breakfast. No, I know. Sweet place, and that's social system, especially after living in America. After that one, this is the last group. Der letzte Aufguss. Danach versuchen wir den Golden Lily. Es war sehr bewegend für mich, das Holocaust-Museum in Budapest zu besichtigen. Ich bin nicht so fanatisch, was das angeht. Aber als ich dort war, war ich so... Was für ein Zufall. Bewegt. Wirklich. Das ganze Projekt hat vor 2 Jahren mit Adi angefangen. Worum geht es? Es geht um sie. Um sie? Erzählt ihr? Da wir gerade von Juden sprechen, ich stamme aus einer berühmten Nazi-Familie. Oh. Ein Teil meiner Familie waren Nazis, der andere Teil war im Widerstand. Interessant. Sehr. Hermann Göring war mein Großonkel. Wow, das ist eine Dokumentation für sich. Ihr Großonkel hat vielleicht meine Großeltern vergast. Genau. Ja, ich weiß. Wir haben kein Problem. Wir verstehen uns. Für mich geht es um Versöhnung. Wow. Sie haben eine besondere Rolle auf dieser Welt. Sieht so aus. Und keine besonders leichte.
Wiedergeburt und Karma. So ist es. Sie heilt ihre Wunden. Das ist interessant, denn ich hatte sehr nette deutsche Freunde. Aber ich hatte eine angeborene Aversion gegen sie. Und es hat Jahre gedauert, um sie zu überwinden. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber meine deutschen Freunde haben dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Es war eine richtige Hürde in meinem Leben. Kann ich mir vorstellen. Du bist nicht der Einzige. Offenbar braucht man für die Heilung die andere Seite. Meine Heilung war, eine Dokumentation mit dem Kind einer Holocaust-Überlebenden zu drehen. Wir haben uns regelmäßig getroffen und das hat uns beide geheilt. Es braucht beide Seiten, um das Trauma zu bewältigen. Wir können das Thema nur gemeinsam aufarbeiten. Wir müssen es überwinden. Ich denke, es geht darum, das Geschehene zu transformieren, den Schmerz in einen Neuanfang zu transformieren. Aber die wenigsten schaffen das. Sie werden dadurch nicht zum Täter. Das ist der schwierige Teil. Das ist nicht leicht, vor allem wenn man neue Konflikte zu bewältigen hat. Neue Konflikte, natürlich. Viele Menschen sind durch den Holocaust und den Krieg in eine Art Lähmung verfallen. So viele sind gewaltsam umgekommen. All die Soldaten und die Opfer des Holocausts, sie verfolgen uns noch immer, weil wir sie nicht gehen lassen können. Ob bewusst oder unbewusst, wir trauern noch immer. In Israel um die Holocaust-Opfer, in Deutschland um unsere Vorfahren und das, was sie getan haben, was ich getan habe. Verdrängung, Schuld, all diese Emotionen spielen eine Rolle. Und genau deswegen ist es so wichtig, diese Menschen loszulassen, damit die Wunden verheilen können. Erst wenn diese reinigenden Prozesse abgeschlossen sind, können wir etwas Neues beginnen. Was ist das Böse? Wird es geschaffen? Es ist zu einfach zu sagen, dass jemand böse oder ein Psychopath ist. Wir alle tragen das in uns. Wer weiß schon, wozu wir imstande sind.